Bulk und Container. Zwei der wichtigsten Säulen in der globalen Schifffahrt. Beides sind riesige Märkte. Beide zahlen teils hohe Dividenden. Aber sie funktionieren komplett unterschiedlich. Und genau das kann für uns Investoren von Vorteil werden. Fangen wir mit Bulk Carriern an. Bulk steht für Schüttgut. Das sind Massengüter wie Eisenerz, Kupfer, Kohle und Getreide. Alles, was lose und in große Mengen transportiert wird. Hier gibt es verschiedene Schiffsklassen. Von den gigantischen Capsize-Carriern, die nur durch bestimmte Seewege passen, bis zu kleineren Supramax- oder Ultramax-Schiffen, die flexibler eingesetzt werden können. Der Markt für Bulk ist extrem zyklisch. Wenn die Weltwirtschaft boomt, werden mehr Rohstoffe verschifft. Die Frachtraten schießen hoch und mit ihnen die Gewinne und die Dividenden. In schwachen Jahren kann das aber auch deutlich zurückgehen. Containerschiffe dagegen transportieren standardisierte Container. Das reicht von Elektronik und Textilien bis hin zu Maschinen oder Lebensmitteln. Containerlinien fahren feste Routen zwischen großen Häfen, etwa Asien, Europa, und sind stark abhängig vom Weltmarkthandel und den globalen Lieferketten. In Boomphasen, wie wir sie 2021, 2022 gesehen haben, können die Gewinne explodieren. Aber auch hier gilt, fällt die Nachfrage oder sinken die Frachtraten, brechen die Margen schnell ein. Warum reden wir heute genau über diese zwei Segmente? Weil Bulk und Container zwar zur selben Branche gehören, aber oft nicht gleichzeitig in Hoch- oder Tiefphasen laufen. Das heißt, wer beide Segmente im Depot hat, kann von unterschiedlichen Marktzyklen profitieren. Aktuell sehen wir interessante Ausgangslagen. Im Bulk-Bereich stützt die anhaltende hohe Nachfrage nach Rohstoffen, besonders in Asien. Im Containerbereich normalisieren sich die Frachtraten nach dem Corona-Boom. Aber geopolitische Faktoren wie Umroutung wegen des Roten Meers oder Handelsumlenkungen sorgen wieder für Spannungen im Markt. Ich stelle dir jetzt 6 Unternehmen vor, 3 aus dem Bulk-Sektor und 3 aus dem Containersektor. Alle habe ich selbst im Depot, alle zahlen Dividende und jedes Unternehmen hat seine eigene Strategie und seinen eigenen Zyklus. Fangen wir nun mit den Bulk Carriern an. Aktie Nummer 1, Golden Ocean, eine norwegische Reederei, spezialisiert auf Capsize und Panamax-Schiffe. Transportiert vor allem Eisenerz und Kohle. Hauptstrecken sind Brasilien, Australien nach Asien. Mein Einstieg lag bei 7,25 €. Investiert sind insgesamt 1.276,36 €. Einen aktuellen Wert haben wir von 1.318,24 €. Insgesamt halte ich 176 Anteile. Das entspricht aktuell 41,88 € plus und eine Dividende von 13,88 € insgesamt. Golden Ocean hat eine moderne Flotte, Effizienzfokus bei Treibstoffverbrauch, einer der größten Capsize-Betreiber weltweit, eine solide Bilanz, aber wie alle Bulk Carrier stark zyklisch. Die Dividendenpolitik war aktuell quartalsweise. Die Dividende hat sich nach dem Free Cashflow orientiert. In Boomjahren waren zweistellige Renditen möglich. In schwachen Phasen oft Kürzung oder Aussetzung. Warum halte ich diese Aktie im Depot? Das hat mehrere Gründe. Einmal Hebel auf Rohstoff-Superzyklus, besonders bei Eisenerz und Kohle. Profiteur, wenn China oder Indien ihre Stahlproduktion hochfahren. Warum habe ich in der Vergangenheitsform gesprochen? Das ergibt folgenden Grund. Diesen erläutere ich euch jetzt. Golden Ocean und Euronav fusionieren. Golden Ocean wird von CMB.TECH übernommen bzw. Euronav durch eine Fusion auf Aktienbasis. Die aktuellen Dividenden sind bewusst niedrig, weil Kapital in den Deal gebunden ist. Langfristig entsteht ein riesiger, diversifizierter Player mit über 250 modernen Schiffen. Dadurch sind diese stärker aufgestellt. Das Umtauschverhältnis für jede Golden Ocean Aktie, die man hält, erhält man 0,95 CMB.TECH Aktien. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon sehr viel drum gesprochen. Jetzt würde ich sagen, wir analysieren das Ganze mit dem Tool Investing Pro.
Wir gehen aber nur mal ganz kurz auf Golden Ocean ein. Das wird wahrscheinlich ja keinen größeren Sinn machen. Ich persönlich habe damals sogar bei Golden Ocean nochmal nachgekauft, weil Golden Ocean einfach vom Betrag her sehr runtergekommen ist vom Kurs. Und da war das Umtauschverhältnis für mich tatsächlich attraktiv zu sagen, ich kaufe lieber Golden Ocean Aktien und lasse mich dann nachher nachträglich dann umtauschen. Investing Pro hat derzeit auch sogar eine Sommeraktion. Da könnt ihr bis zu 50% Rabatt auf die Pro-Version euch zusichern. Affiliate-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genau, wie wir hier aktuell sehen, haben wir eine Dividende von 2,24, eine Payout-Ratio von 184,66% und man kann auch hier gut erkennen, dass sie auch teilweise wirklich sehr hohe Ausschüttungen hatten. Schauen wir uns gerade noch ganz kurz die finanzielle Gesundheitslage an, wobei das wahrscheinlich wenig Sinn macht natürlich, weil sie ja sowieso übernommen werden. Deswegen gehe ich darauf gar nicht so groß darauf ein. Ich denke, im nächsten Video werde ich dann zu Euronav ein bisschen mehr erklären und auch erzählen. Wir können das auch nochmal ein bisschen spezifischer auch gerne analysieren. Aber ich glaube, für Golden Ocean sollte das auf jeden Fall erstmal ausreichend sein. Nun kommen wir zu Aktie Nummer 2, Star Bulk Carriers. Eine griechische Reederei, die größte diversifizierte Bulkflotte, deckt nahezu alle Bulkrouten weltweit ab. Wir haben hier sehr niedrige Betriebskosten pro Schiff. Wir haben hier einen konstanten Flottenmodernisierungsplan, Schuldenabbau seit mehreren Quartalen und genau dies stärkt die Ausschüttungsbasis. Mein Einstieg lag bei 13,92 Euro, insgesamt investiert 208,80 Euro. Wir haben einen aktuellen Wert von pro Aktie von 16,40 Euro. Insgesamt halte ich 15 Stück. Ein aktuelles Kursplus von 37,20 Euro und eine Dividende von 1,23 Euro. Wir haben ein Dividendenwachstum von 6,21% über 3 Jahre und bei 5 Jahren sind es sogar 120%. Das liegt daran, weil sie lange eben keine Dividende gezahlt haben. Die Quartalsdividende ist variabel. Sie basiert auf dem operativen Cashflow nach CapEx und Schuldendienst. In Hochphasen sind Dividendenrenditen in Höhe von 15% möglich. Warum halte ich diese Aktie im Depot? Sie deckt alle Schiffsklassen ab, weniger abhängig von einem einzelnen Bulksegment und das Management gilt als sehr aktionärsfreundlich. Dann gehen wir doch mal hier nochmal die ganzen Daten durch. Die 52 Wochen Market Range liegt zwischen 10 und 20 Euro. Die Analysten sehen hier einen Preis von 16 bis zu 20 Euro. Das Analystentarget liegt bei 18,06 Euro. Die finanzielle Lage ist aktuell in einer guten Performance. Die Dividende liegt aktuell bei 1,05%. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn der Schuldenabbau weiterhin so gut funktioniert, wie er aktuell funktioniert, dass auch hier die Dividende in Zukunft höher ausfallen wird. Laut dieser aktuellen Tabelle ist Star Bulk unterbewertet mit einem potenziellen Upside von 29,7%. Aktie Nummer 3, Genco Shipping, eine US-Reederei. Fokus auf Supramax und Ultramax Schiffe. Flexibel zwischen unterschiedlichen Häfen und Ladungen einsetzbar. Die Fundamentaldaten. Es liegt eine sehr solide Bilanz vor. Wir haben eine niedrige Verschuldung, wir haben einen hohen Anteil moderner Schiffe, effizient und wettbewerbsfähig. Starker Fokus auf CO2-Emissionen und Umweltauflagen. Die Dividendenpolitik. Sie zahlen Quartalsdividenden. Dies richtet sich direkt nach dem Free Cashflow. Das Ziel, die Ausschüttung auch in schwachen Phasen aufrechterhalten. Wir haben hier einen Einstiegspreis von 11,88 Euro, insgesamt nur mit 118,80 Euro, mit 10 Anteilen. Aktuell bei 14,19 Euro. Es entspricht ein unrealisierter Gewinn von 23,10 Euro. Die Dividende liegt aktuell bei 7,88 und wir sehen auch hier, der 3-Jahres-Wachstum der Dividende liegt bei 73,82% und im Verhältnis zu 5 Jahren bei 55,85%. Das spricht ja, denke ich mal, auch für sich. Das aktuelle 52 Wochen Hoch und Tief liegt zwischen 10 und 17 Euro. Aktuell liegen wir bei 14,14 Euro. Die Analysten haben ein Ziel von 17,36 Euro gesetzt. Die aktuelle Dividende bei 3,72 bei einem Payout-Ratio von 334,25%. Warum halte ich Genco Shipping und Trading in meinem Depot? Flexibilität im Einsatz, schützt vor zu starken
Einbrüchen bei einzelnen Routen, gutes Chance-Risikoprofil im Bulksektor. Nun sind wir mit dem ersten Segment durch. Fangen wir nun mit dem zweiten Segment an, und zwar Containerschiffe. MPC Containerships. Eine norwegische Reederei, spezialisiert auf kleinere Containerschiffe, beliefern große Drehkreuze von kleineren Häfen aus. Fokus auf regionale Märkte, zum Beispiel Asien, Pazifik und Mittelmeer. Weniger abhängig von den großen Transpazifik- oder Asien-Europa-Routen. Langfristige Charterverträge sichern hier Einnahmen. Mein Einstieg lag bei 1,50 Euro. Insgesamt halte ich 263 Anteile mit einem Plus von 47,66 Euro mit einer Dividende von 19,75 Euro. Die Dividendenpolitik. Extrem hohe Ausschüttung in Boomphasen. Teils über 25% Dividendenrendite. Derzeit moderat, aber weiterhin solide Basisdividende. Die 52-Wochen-Range liegt zwischen 1 und 2 Euro. Aktuell befinden wir uns bei 1,67 Euro. Das Analystenziel liegt bei 1,44 Euro. Wir haben aktuell eine Dividende von 19,91% bei einem Payout-Ratio von 74,57%. Wir befinden uns außerdem in einer sehr guten finanziellen Stabilität. Warum halte ich sie im Depot? Defensive Nische im Containersektor, stabile Einnahmen durch Charterverträge plus Upside-Potenzial, wenn Spotmarkt wieder anzieht. Hapag-Lloyd. Eine deutsche Reederei, 5. größter Container-Carrier weltweit. Mitglied der THE-Allianz mit strategischen Partnerschaften auf wichtige Routen. Globales Streckennetz, eine moderne Flotte und eine starke Kostenkontrolle. Sehr hohe Gewinne in Boomjahren. Aktuell sehen wir eine Normalisierung. Die Dividendenpolitik. Keine feste Quote. Ausschüttungen sind abhängig vom Jahresgewinn. 2022 Rekorddividende. Aktuell deutlich geringer, aber immer noch attraktiv. Hier haben wir einen Einstieg von 157,20 Euro bei 2 Aktien. Aktuell bei 131,10 Euro. Dividende von 16,40 Euro. Wir sehen hier ein Dividendenwachstum von 3 Jahren von 38,26%. Und bei 5 Jahren sogar bei 128,04%. Das spricht ja dementsprechend auch für sich. Das 52-Wochen-Hoch und Tief lag bei 108 Euro und 175. Die Analysten setzen hier ein Ziel von 113,73 Euro. Wir sehen aktuell eine Dividendenrendite von 6,25% bei einem Payout-Ratio von 64,71%. Hier ist sie mit 2023 eine reguläre Dividende von 63 Euro. Warum halte ich sie im Depot? Globaler Blue Chip im Containerbereich. Langfristig ein stabiler Marktanteil, profitiert von Handelswachstum. Aktie Nummer 6. Global Ship Lease. Spezialist für den Kauf und das langfristige Verchartern von Containerschiffen. Kunden sind große Linienreedereien, wie zum Beispiel Maersk. Einnahmen sind überwiegend aus langfristigen Charterverträgen, ein planbarer Cashflow, eine moderate Verschuldung im Vergleich zu Wettbewerbern. Die Dividendenpolitik. Relativ stabile Dividende, weniger abhängig von kurzfristigen Marktschwankungen. Eine solide Ausschüttungsquote. Payout Ratio wird konservativ. Eingestiegen sind wir hier bei 22,58 Euro mit insgesamt 10 Aktien. Der aktuelle Wert liegt bei 26,02 Euro. Wir haben hier ein Plus von 34,40 Euro und Dividenden in Höhe von 4,59 Euro. In den letzten 3 Jahren hatten wir ein Dividendenwachstum von 33,64%. Der nächste Zahltag ist bereits angekündigt. Für den 4.9. Wer bis zum 21.08.2005 kauft, könnte sich hier noch die 45 Cent mitnehmen. Das 52-Wochen-Hoch und Tief lag bei 15 bis 27 Euro. Die Analysten setzen hier ein Ziel von 30,65 Euro. Die Dividende liegt hier bei 6,98% bei einem Payout-Ratio von 19,44%. Das Unternehmen befindet sich in einer sehr guten finanziellen Lage. Warum halte ich diese Aktie im Depot? Sicherer Cashflow-Anteil im Containersegment, bietet Stabilität, während Linienreederei stärker schwanken. Mit diesen 6 Werten decke ich im Bulk- und Containerschiffsbereich alles ab. Von Rohstofftransporten bis hin zu globalen Handelsrouten. Das Spannende. Die Zyklen laufen oft unterschiedlich und genau das gibt mir Flexibilität in meinem Depot. Im nächsten Teil der Shipping-Reihe schauen wir uns Spezial- und Ro-Ro-Reedereien an. Echte Nischen mit hohen Margen. Wie auch immer gilt,
das ist keine Anlageberatung, das ist nur meine persönliche Strategie. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, erfolgreiches Investieren.